Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder mal was Besonderes für euch. Ich habe euch ja bis jetzt immer, wenn es ums Plotten ging, entweder den Brother-Plotter gezeigt. Ich habe ja den Scan & Cut CM900 und den verwende ich auch schon seit 3 Jahren. Und vor einem halben Jahr habe ich euch auch die Cricut Joy gezeigt. Das was ein super Plotter auch für Einsteiger ist. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass es durchaus Projekte gibt, die ich mit meinem Brother Plotter nicht machen konnte. Und mir geht es ja auf meinem Kanal auch darum, euch möglichst viele verschiedene Möglichkeiten zu zeigen, auch an Plottern und euch da auch die Vor- und Nachteile aufzeigen zu können. Und deshalb werde ich euch heute den Cricut Maker vorstellen. Ein neues Gerät in meiner Sammlung. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, als ich euch die Cricut Joy gezeigt hatte. Da hatte ich ja auch gesagt, dass ich Cricut per se als Marke eigentlich ziemlich cool finde, weil ich das Gefühl habe, die interessieren sich halt einfach dafür, was wir als Hobbyplotter so brauchen und was die Geräte machen können müssen. Und da hat es mich echt gefreut, dass mich das Cricut-Team aus Deutschland wirklich kontaktiert hat und sich für die Videos bedankt hat. Das war für mich so ein bisschen eine Überraschung, weil ich wirklich ein super kleiner Kanal eigentlich bin. Und als sie dann auch noch gesagt haben, dass sie mir den Cricut Maker effektiv zur Verfügung stellen, damit ich den euch hier auf meinem Kanal auch zeigen kann und was man alles damit anstellen kann, das hat mich dann doch aus den Socken gehauen. Von dem her, ich freue mich riesig, euch das alles vorzustellen. Ich zeige euch den Cricut Maker wirklich nicht einfach nur, weil ich den gekriegt habe, sondern der stand auch auf meiner Liste, weil ich gemerkt habe eben, dass ich mit meinem Brother Plotter teilweise so ein bisschen an den Anschlag gekommen bin mit den Sachen, die ich machen wollte. Somit werde ich euch natürlich in meinen nächsten Videos in den kommenden Wochen und Monaten Projekte zeigen, die ihr mit dem Cricut Maker umsetzen könnt. Aber wenn ihr schon einen anderen Plotter habt und mit dem wirklich zufrieden seid, dann könnt ihr diese Ideen auch nehmen und den mit eurem Plotter umsetzen. Wenn ich irgendetwas mache, wo ich das Gefühl habe, das geht jetzt wirklich nur mit dem Cricut Maker, dann werde ich das euch natürlich so auch sagen. Heute geht es mir einfach mal nur darum, euch zu zeigen, was ihr bekommt, wenn ihr den Cricut Maker bestellt. Das heißt, was alles in dem Paket drin ist. Zudem will ich euch auch was zu den Matten sagen und zu den Tools, die es für den Cricut Maker gibt. Und dann werde ich euch auch mal so ein paar erste Ideen geben zu den Materialien. Und ich werde auch noch ein zweites Video heute reinstellen. Und zwar geht es da um den Cricut Design Space und zwar die Desktop-Version davon. Vielleicht noch zu den Materialien. Heute werde ich euch so ein paar Beispiele von den Materialien von Cricut zeigen. Aber ich werde natürlich die Projekte, die ich in Zukunft machen werde, da werde ich auch ganz viel andere Materialien verwenden. Auch solche, die ich bis jetzt in meinen Videos eingesetzt habe. So, das war jetzt ein super langes Intro, aber wir starten dafür nach dem Intro auch gleich mit dem Cricut Maker. Wenn ihr den Plotter geliefert kriegt, dann kriegt ihr in einer riesengroßen Schachtel und der ist auch wirklich super verpackt, damit am Gerät während der Lieferung nichts passiert. Das Preissegment ist in etwa gleich wie bei dem zum Beispiel Brother Scan & Cut. Wir liegen hier bei ca. 460 Schweizer Franken. Kommt halt immer drauf an, wo ihr das bestellt. Im Paket drinne habt ihr natürlich den Cricut Maker selber. Ihr habt ein Ladekabel mit dem richtigen Stecker und dann hat es noch einen Zusatzstecker, den ich logischerweise hier nicht brauche. Was ihr zudem im Paket drin habt, sind 2 Matten. Das ist einerseits die Light Grip Matte und dann noch die Fabric Grip Matte, beide in den Maßen 30,5 cm x 30,5 cm. Zu den Matten erzähle ich euch gleich auch noch was. Und dann habt ihr im Paket drin auch noch eine kleine Box. Und da drin habt ihr einen Umschlag. Ihr habt Kurzanleitungen. Ihr habt ein Schneidemesser drin, den Rollschneider.
Und unten drunter ist noch das USB-Kabel. Ihr habt einen Fine Point Pen, einen schwarzen und dann auch noch die Kappe für das Schneidermesser. Dieser Umschlag mit Open Me First, da sind ganz einfach kleine Kurzanleitungen drin und auch dann der Link zur Cricut.com Seite für das Setup und um da noch mehr Informationen zu bekommen. Das in mehreren Sprachen, und in diesem Umschlag drin habt ihr schon mal ein Probematerial drin. Das ist ein weißer Karton, ein blauer Karton und ein Stück Stoff für die Probekarte, damit ihr da auch gleich loslegen könnt. Zu den Matten und zu den Messern erzähle ich euch, wie gesagt, noch kurz was. Kommen wir zuerst mal zum Plotter selber. Der lässt sich auch ganz cool öffnen. Geht so automatisch, ne? Und ihr habt innen drinne, habt ihr schon ein Messer drinne. Aber eben zu den Messern sage ich euch gleich auch noch was. Und was halt das Schöne ist am Cricut Maker, ihr habt 2 Slots. Das heißt, eine zum Beispiel für das Messer und dann eines für den Stift oder für das Falzbein. So müsst ihr nicht die ganze Zeit wechseln, sondern der Cricut Design Space, das Programm sagt euch eigentlich dann, was ihr in die A-Klappe und was ihr in die B-Klappe reingeben müsst. Dann habt ihr hier oben auch wunderbar eine Einbuchtung, wo ihr euer iPad reinlegen könnt und von da aus arbeiten könnt. Geht natürlich auch für Handy. Finde ich eine coole Sache. Dann habt ihr hier drüben so Ausbuchtungen drin, wo ihr zum Beispiel Falz, Stift oder das Ergitterungstool, wo ihr einfach die Sachen aufbewahren könnt. Und die sind innen auch so ein bisschen ausgepolstert, damit das dann nicht die ganze Zeit einen Lärm produziert, den ihr nicht haben wollt. Dann haben wir hier vorne auch noch ein Fach, wo ihr auch wunderbar zum Beispiel die Messer, die ihr habt oder Tools, die ihr habt, reinmachen könnt. Hier auch noch ein kleines Fach, wo ein Magnet drin ist, zum Beispiel für Ersatzklingen. Die Maschine selber hat auch nicht wirklich viele Knöpfe zum Bedienen, weil die hauptsächliche Bedienung eigentlich über den Cricut Design Space passiert. Ihr habt hier nur einen Einschaltbutton für die Matte rein und raus zu spulen, den Cricut, das heißt eigentlich, das ist bei Cricut immer so, dass wenn ich loslegen will, der Startbutton ist dieser Button hier und dann habe ich noch einen Anhalten- oder Pause-Button. Das ist es eigentlich auch schon. Je nach Projekt, was ihr habt, da müsst ihr dann auch diese Räder verschieben, also die lassen sich alle effektiv, zum Beispiel wenn ihr dann Holz schneidet damit, dann muss das alles hier rüber, von dem her, die lassen sich wirklich alle komplett verschieben. Das ist was Praktisches. Die Maschine selber hat eine Länge von 56 cm, eine Höhe von 19 cm und eine Tiefe von 17,5 cm. Alles so ungefähr, ne? Und das Gewicht ist 7 Kilo. Man merkt es im Gehäuse an, dass es effektiv schon eine Qualitätsware, also man hat da wirklich das Gefühl, dass man ein gutes und robustes Gerät hat. Und wenn ihr fertig geplottet habt, dann kann das Ganze ganz einfach wieder zu. Gucken wir uns jetzt noch die Schneidematten an, die ganzen Messer und Tools, die ihr dazu habt, die weiteren Hilfsmittel, die ihr habt und dann auch die Materialien. Was ich vorhin noch ganz vergessen habe zu sagen, wenn ihr dann auf den Cricut Design Space geht und eure Maschine registriert, dann kriegt ihr auch einen Code für eine kostenlose Testmitgliedschaft in den Cricut Design Space und den Zugriff auf 50 kostenlose vorbereitete Projekte. Und zum USB-Kabel, das ist dabei, aber da müsst ihr natürlich nicht zwingend mitarbeiten. Ihr könnt effektiv die Maschine auch über WLAN bedienen. Kommen wir als allererstes zu den Matten. Da gibt es bei Cricut 4 verschiedene Matten. Die beiden, wie gesagt, die sind im Paket drin. Das ist die Fabric Grid Matte und der Unterschied ist einfach die Klebefestigkeit von den Matten. Die Fabric Grid, wie es sagt, ein Fabrikstoff, das heißt, diese Matte verwendet ihr, um Stoffe zu schneiden. Dann gibt es eine Matte, das ist die Light Grip Matte.
Und die verwendet ihr für zum Beispiel leichten Karton, Druckerpapier, Vellum oder Pergamentpapier. Dann gibt es die Standard-Grip-Matte und das ist ganz normal für euer Bastelkarton, für Vinylfolien, für Flexfolien oder HTV oder Bügelfolien, wie ihr auch immer das nennt, und für leichten Karton. Und dann gibt es noch die Strong Grip Matte, das ist die violette. Die verwendet ihr, um dicken Karton zu schneiden, um Glitzerkarton zu schneiden, für das Magnetmaterial, Chipboard oder auch Plakatkarton und verstärkte Stoffe. Das heißt, alles, wo ihr wirklich einen festen Grip drauf braucht oder eine feste Haftung, dann verwendet ihr die Strong Grip Matte. Das Schöne ist, der Cricut Design Space, wenn ihr da das Material angebt, dann sagt ihr euch eigentlich auch, welche Matte ihr dann verwenden sollt. Die Matten, die ich habe, die sind alle 30,5 cm x 30,5 cm. Die gibt es aber auch noch in der doppelten Länge. Das heißt, es gibt alle 4 Matten auch in den Maßen 30,5 cm x 61 cm, damit ihr da wirklich genug Platz habt, auch für große Projekte. Was ich sehr praktisch finde an den Matten, die haben oben auch immer eine Ausbuchtung, so dass ihr die auch wunderbar irgendwo aufhängen könnt. Kommen wir zu den Messern und sonstigen Tools. In der Maschine drin ist eben das Blade oder das normale Blade zum Schneiden. Dann habt ihr die Rollklinge. Das ist so ein kleines Rädchen, was ihr für zum Beispiel fürs Stoffschneiden braucht. Ich habe zusätzlich noch andere Tools gekauft, weil ich einfach weiß, dass ich damit arbeiten werde und sehr viel damit arbeiten werde. Das Coole am System von Cricut ist, dass ihr nicht jedes Mal komplett alles neu kaufen müsst, sondern es gibt diese Elemente auch zum Swappen. Das heißt, wenn hier oben dieser kleine Noppen drauf ist, dann heißt es, ich kann hier vorne die Spitze austauschen und ein anderes Element drauf machen, oben wieder loslassen und dann sitzt es wunderbar. Das heißt, ihr müsst nicht jedes Mal das komplette Gehäuse kaufen, was ich extrem cool finde, und das ist auch billiger, weil nur die Aufsätze sind billiger natürlich, als wenn ich das komplette Gehäuse habe. Ihr seht es auch an den Tools an, die Maschine arbeitet so, dass hier oben ein Rad habt. Das heißt, das wechselt effektiv auch die Richtung, je nachdem, wo es hinschneidet. Anders hier bei diesem Fine Point Blade, da bleibt es quasi in der Ausrichtung, aber das ist so fein, dass es diesen Richtungswechsel nicht braucht. Was habe ich mir zusätzlich noch gekauft? Ich habe mir ein Wave Blade gekauft. Die Klinge ist so gewellt. Und das heißt, wenn ich da was ausschneide, dann ist die Kante effektiv in Wellenform geschnitten. Das finde ich eine coole Sache. Dann habe ich eins mit der Fine Debossing Tip gekauft. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Noppen oben, mit dem man debossen kann. Ihr seht jetzt, es ist zwar ein Swap-Element, aber ich habe trotzdem das komplette Element, weil effektiv da, wo ich die Sachen kaufe, ist nicht alles verfügbar, dass ich nur die Spitzen kaufen kann. Von dem her musste ich da halt das komplette Element kaufen. Und vielleicht auch noch, jedes Element hat eine Nummer drauf, damit ihr auch immer seht, welche Nummer ihr braucht. Dann, was ich auch noch gekauft habe, ist ein Scoring Wheel. Das ist quasi wie ein Falzmesser, das hier effektiv nur dann eine Falzlinie reingepresst wird in das Material. Dann ein ganz wichtiges Element ist das Knife Blade. Das Knife Blade ist das, was ihr braucht, wenn ihr tiefe Schnitte machen wollt. Und damit könnt ihr Sachen schneiden, wie zum Beispiel Basalholz bis zu 2,4 mm,
Lindenholz bis zu 1,6 mm, dann Tooling-Leder mit einer Dicke bis zu 200, dann Bekleidungsleder mit einer Dicke bis zu 140, dann zum Beispiel auch das Cricut Chipboard oder Hartkarton bis zu 2 mm oder auch Sachen wie Moosgummi bis zu 3 mm. Also da könnt ihr schon wirklich tief schneiden. Vielleicht hier auch noch die Anmerkung als Unterschied, zum Beispiel jetzt zu meinem Brother Plotter, den ich habe. Der hat effektiv eine 10-fache Stärke, wo er Druck ausüben kann und deshalb könnt ihr auch noch mehr Materialien damit schneiden. Dann habe ich hier auch noch das Engraving Tool. Das kann man verwenden zum Gravieren von flachen, weichen Metallen, Leder, Acryl, Kunststoff oder eben Aluminium. Also das ist auch eine coole Sache. Und ganz neu seit November auf dem Markt oder Anfangs November auf dem Markt gibt es das Foil Transfer Kit, wo ihr damit effektiv Folie auf Materialien übertragen könnt. Anders als bei den Methoden, die ich euch bisher gezeigt habe, die alle mit Hitze funktionieren, funktioniert das mit Druck. Und da habt ihr effektiv 3 verschiedene Spitzen, wo ihr einfach hier oben auf diesen Noppen drücken könnt, das Element einfügen könnt. Das schnappt auch, also ihr merkt, schnappt ein. Und dann könnt ihr den wieder loslassen und dann steht euch das Tool zur Verfügung. Und da gibt es eben 3 unterschiedliche Spitzen dazu, die je nachdem, was ihr da braucht, unterschiedlich breit dann die Folie übertragen. Also eine 1, eine 2 und eine 3. Das seht ihr hier an diesem Ring. Wenn ihr dieses Kit kauft, dann habt ihr da effektiv auch schon Probefolien mit dabei. Das sind die Tools, die ich habe. Da gibt es auch noch mehr wirklich, aber ich habe gedacht, na, ich fange mal mit denen an und dann kann man immer noch aufbauen, gerade jetzt so mit diesen Swap-Tools. Da könnt ihr einfach mal gucken, was braucht ihr als Basis und dann kann man sich da monatlich einfach wieder irgendwas noch dazu kaufen, wo man denkt, da hat man ein Projekt zu, wo man das gerne auch öfters einsetzen möchte. Und eben erkennen, ob das ein Swapping-Tool ist, tut ihr, wenn ihr hier oben einen Noppen seht. Das sind die Swap-Tools, die normalen. Hier, das sind solche, die nicht geswappt werden können. Dasselbe auch beim Deep Point Blade. Da habt ihr keinen Noppen dran, weil das muss effektiv von der Stabilität, weil das muss schon extrem stark schneiden und arbeiten. Von dem her ist es ein festes Gehäuse. Aber natürlich könnt ihr die Messer dann auch, wenn die durch sind, könnt ihr die austauschen. Also es ist nicht so, dass ihr das komplette Gehäuse kaufen müsst, sondern es gibt dazu dann auch die Austauschklingen. Austauschen in der Maschine, eben das Gerät sagt euch A- oder B-Klemme, das ist die A-Klemme, das ist die B-Klemme. Hier kommen in der Regel Stifte rein oder das Falztool. Und hier drüben ist in der Regel das Blade, weil es hat innen drin auch ein Rad. Das seht ihr aus dem Winkel nicht, aber hier innen drin hat es ein Rad, das dann gerade für diese Elemente hier gebraucht wird. Ihr habt gesehen, man kann das einfach rausnehmen. Wie gesagt, ich mache die erste Klappe auf, die zweite Klappe auf und kann das dann ganz einfach rausnehmen. Und ihr könnt es effektiv auch hier innen drin aufbewahren, wenn ihr das so machen wollt. Und dann nehmt ihr einfach das nächste Werkzeug, was ihr braucht. Und dann hat es hier, ein Teil ist durch diese Schutzkappe nicht geschützt. Das sind die Zahnräder. Und so gebt ihr das quasi dann auch hier rein. Klappe zu und das Tool ist einsatzbereit. Was ich zudem noch habe, ist dieses Essential Tool Set und dann das Applicator Removal Set. Da gucken wir uns kurz an, was da alles drin ist. Beim einen Set habt ihr diesen Roller und der ist halt einfach super praktisch, wenn ihr etwas flach auf die Matte aufbringen müsst, wie zum Beispiel die Stoffe, da hilft der definitiv.
Und dann auch eine Pinzette, und zwar eine mit flachen Enden, damit ihr da nicht irgendwo, gerade bei Stoff, nicht irgendwo reinpiekst. Das ist eine gute Sache. Und ihr seht effektiv, die ganzen Tools haben alle oben auch diese Löcher, damit ihr, wenn ihr zum Beispiel so eine Wand habt, wo ihr Sachen dranhängen könnt, dann könnt ihr die da wunderbar platzieren. Finde ich eine coole Sache. Beim anderen Tool habt ihr einerseits ein Schneidebrett, respektive es hat auch eine Ersatzschneideklinge und es hat eine Falzklinge dabei. Und das Schöne an dem Teil ist, weil wir halt einfach, wir haben eine Matte, die 30,5 x 30,5 ist und ihr könnt hier effektiv bis runter auf 31 schneiden und der Ausziehlineal geht bis hoch auf 38, circa 38 cm. Also da genug auch Material, um eure Vinylfolie zum Beispiel zu schneiden, wenn ihr die zurechtschneiden wollt, oder Bastelkarton zu schneiden. Das ist sehr hilfreich. Weiter dabei ist ein kleines Rakel. Dann haben wir eine Schere, auch cool, weil sie oben geschützt ist. Kleine Bastelschere. Dann haben wir ein Entgitterungstool, einen kleinen Spaten, um Elemente auch von der Matte zu lösen. Gerade so bei kleinen, zum Beispiel, wenn ihr Bastelkarton habt, die da abzulösen, geht das auch wunderbar. Dann eine ganz coole Sache, die wollte ich schon lange, aber ich habe es mir irgendwie nie gekauft. Normalerweise, wenn ihr Pinzetten habt, funktionieren die ja so, dass es zugreift, wenn ich zusammendrücke. Und die hier geht genau andersrum. Das heißt, wenn ich nichts mache, ist die zu. Wenn ich drauf drücke, geht sie auf. Und das Schöne ist halt einfach, ihr könnt irgendetwas einklemmen und dann könnt ihr das auch kurz irgendwo hinlegen und es ist trotzdem immer noch auf der Pinzette drauf. Also ich finde das Prinzip hier extrem cool. Und dann habt ihr auch noch einen Falzstift. Das sind die Sachen, die ich zusätzlich noch habe, um am besten arbeiten zu können. Dann kommen wir noch zum Thema Material. Da habe ich euch ein paar Beispiele, da gibt es massiv mehr Sachen, aber ich habe so ein paar erste Dinge, um meine ersten Projekte zu machen, wo ich wusste, okay, das werde ich auf jeden Fall nutzen. Das erste ist eine Auswahl an verschiedenen Farben von Cardstock. Der ist 30,5 x 30,5 cm breit und hoch und das ist so ein Sampler-Set, das heißt, da habt ihr einfach eine Auswahl von verschiedenen Farben drin. Ich habe mir das Material angeguckt, das ist jetzt hier nirgends aufgeschrieben, aber ich hatte so das Gefühl, das ist in etwa 180 Gramm Cardstock. Dann das zweite, das ist ein Glitter Cardstock. Auch das ist so ein Sampler-Paket oder ein Classic-Sampler-Paket. Da habt ihr 10 Sheets auch an 30,5 x 30,5 Stücken. Das habe ich auch angeguckt von der Dicke her. Ich habe das Gefühl, das sind in etwa 180 Gramm und da habt ihr eben Gold, Silber, Schwarz-Weiß und dieses Bronze drin. In Kombi mit anderen Sachen finde ich das schon cool, wenn man die so ein bisschen dezent einsetzt. Dann, wenn ihr das ganze Paket kauft, dann ist ja da ein Fine Point Pen drin. Der ist mit einer 0,4er Tipp und in schwarz. Das ist so eine. Und ich habe dann auch noch verschiedene Farben dazu. Und vielleicht hier auch noch eine Anmerkung, falls ihr bis jetzt die Cricut Joy hattet und da Stifte habt, dummerweise, und das finde ich ein bisschen schade, die funktionieren nicht gegenseitig. Also ihr könnt die Stifte nur für die großen Cricut Maschinen verwenden und für die Cricut Joy wurden effektiv spezielle Stifte hergestellt. Halt einfach von der Dicke und von der Anwendung, wie das dann in
die Klappe reingeht. Von dem her, ja. Ist so, ich habe hier eben noch ein weiteres Set an 30 Stiften. Das sind alles auch mit einer 0,4er Tipp und da eine schöne Auswahl an verschiedenen Farben, um dann damit auch arbeiten zu können. Was ich auch noch gekauft habe, jetzt gerade so auf die Weihnachtszeit, ist es immer cool, wenn ihr Goldstifte habt. Und da gibt es so ein Set, was verschiedene Tipps hat. Das hat von der 0,8er bis hoch zu einer 2,5er. Das seht ihr hier auch, ne? Also von der Dicke her 2,5 ist dann schon schön breit. Die könnt ihr eben auch mit dem Cricut Maker verwenden. Dann habe ich eine Folie, die mit, also quasi eine Iron-On oder HTV oder ich nenne die Textilfolie, wo es hier verschiedene Farben hat, in weiß, violett, rosa und grünlich und, oder weiß, nee, ist eigentlich silber, sorry. Und da drin hat es auch 4 Sheets an 30,5 x 30,5 cm. Dann habe ich Vinylfolie, einfach mal zum Ausprobieren. Hier ist, und da müsst ihr immer, wenn ihr das kauft, gucken, was drin ist. Na, hier bei der, was ist das, Petrolgrünen, da ist es ein Stück von 30,5 cm mal 122 cm. Das ist eine Permanent Vinyl. Das heißt, die ist wasserfest und UV-beständig. Hinweis, dass die Farben leicht ändern können und dass es eben ein Bogen ist. Und die andere, da sind 6 Sheets drin, 30,5 x 30,5 cm. Und hier seht ihr auch die Farben. Das geht von rosa, grün, grau, gelb, blau, violett. Und auch die ist permanent, das heißt auch die ist wasserbeständig und UV-beständig. Und dann zum Übertragen. Ihr wisst, wenn ihr meinen Kanal kennt, ne, dass ich ein anderes Übertragungsmedium habe, aber das war hier im Paket mit dabei. Das heißt, das Transfer-Tape, das werde ich auch noch ausprobieren. Hier ist eine Rolle von 30,5 x 121 cm drauf. Dann habe ich noch was ganz Spezielles bestellt und da bin ich echt gespannt drauf, weil auf meinem Kanal seht ihr immer wieder, dass ich entweder eben Flexfolie habe für Textilien oder auch das Screenprinting oder Siebdruck mache. Und hier, das ist quasi etwas dazwischen, das wird auch mit Hitze aufgebracht, aber das legt sich nicht auf den Stoff, sondern verbindet sich mit dem Stoff. Und die gibt's effektiv in Unifarben oder eben auch so Sets, wo verschiedene Muster dann sind. Und das sind hier jetzt 4 x 30,5 x 30,5 Sheets. Und da gibt es dann auch entsprechende Materialien dazu oder Elemente dazu. Hier habe ich einen Cosmetic Pad oder in diesem Set drin ist ein großer, das sind 24,5 cm x 19 cm und 2 kleinere, das sind 23 cm x 15,5 cm. Und ihr seht es auf den Produkten jeweils auf drauf, dass es Infusible Ink kompatibel ist. Aber wenn ich das ausprobiere, dann werde ich euch auf jeden Fall dann auch zeigen, ob das mit anderen Materialien auch funktioniert. Dann habe ich euch ja gesagt, dass bei diesem Foil-Transfer-Kit effektiv schon ein paar Folien dabei sind, aber ich weiß, ich werde das garantiert oft einsetzen, weil ich es halt einfach eine schöne Sache finde, weil bei den Varianten, die ich bis jetzt hatte, mit Hitze übertragen, hat es immer so ein bisschen das Problem, dass die Folie dann irgendwo da gelandet ist, wo sie nicht hin sollte. Und ich verspreche mir da schon sehr viel davon, auch wenn ich die bisherigen Resultate gesehen habe. Und deshalb habe ich hier auch gleich noch Goldfolie und Silberfolie dazu gekauft. Das sind jeweils 8 Sheets an 30,5 x 30,5 cm. Auch hier Use with Cricut Foil Transfer Tool, was eben das hier ist.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann habe ich noch 3 weitere Sachen. Das sind 2 für das Knife Blade und eines für die Engraving-Spitze. Hier, das sind Aluminium-Sheets. Das sind so dünne Sheets, die man mit der Engraving-Spitze dann effektiv auch gravieren kann. Da sind 2 Sheets drin an 12,7 x 17,75 cm. Dann habe ich hier 2 Sheets an Basswood und das sind 28 cm x 28 cm, wo ihr cool 3D-Projekte machen könnt oder, seht ihr auf der Rückseite, ne? Ihr könnt zum Beispiel auch dann ein Stück lasieren mit einer dunkleren Farbe und da echt coole Sachen auch machen. Da bin ich echt richtig drauf gespannt. Da müsst ihr einfach dran denken, da braucht ihr die Strong Grip Map dazu, damit das dann wirklich auch haftet und ihr da was ausschneiden könnt. Dann wie gesagt noch das Heavy Chipboard oder gepresstes Hartkarton von 2 mm Dicke. Die Sheets sind 28 cm x 28 cm. Auch dafür braucht ihr das Knife Blade. Das geht auch nur mit dem Cricut Maker. Und ja, da bin ich auch echt gespannt, was man da alles so machen kann damit. Und das waren eigentlich auch schon die ganzen Materialien, die ich euch heute zeigen wollte. Einfach als Beispiel. Ne? Cricut sagt, dass man mit dem Maker effektiv über 300 verschiedene Materialien schneiden kann. Von dem her, ich glaube, mir werden die Ideen hier nicht ausgehen und ihr werdet sicher im Verlauf der Zeit diverse Projekte sehen, wo ich unterschiedliche Materialien verwenden werde. Das war es auch schon für heute und ich hoffe wirklich, dass euch das einen guten Einblick oder eine gute Übersicht gegeben hat. Ich hoffe auch, dass ich in diesem Video nicht super übermotiviert geklungen habe, aber ich freue mich da wirklich drauf, das Gerät einzusetzen und euch ganz viele Projekte und Ideen zu zeigen. Die Materialien, die ich euch heute gezeigt habe, die werde ich wie immer unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept up.